Lektion 1: Zeitmanagement-Techniken. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, online nach Zeitmanagement-Techniken zu suchen? Hallo John, ja, ich denke, es könnte uns wirklich helfen, produktiver zu sein. Absolut. Es gibt so viele Ressourcen, die wertvolle Tipps bieten. Ich habe von Techniken wie der Pomodoro-Technik und dem Zeitblockieren gehört. Die sind effektiv. Sie helfen dabei, den Fokus aufrechtzuerhalten und Aufgaben effizient zu verwalten. Definitiv. Ich bin auch daran interessiert, mehr über Priorisierungsmethoden zu erfahren. Das ist wichtig. Wenn Sie wissen, wie Sie Aufgaben priorisieren, können Sie die Produktivität erheblich steigern. Vielleicht können wir online ein paar Zeitmanagement-Techniken finden und sie gemeinsam ausprobieren. Das klingt nach einem Plan. Lassen Sie uns recherchieren und unsere Erkenntnisse teilen. Lektion 2: Die Bedeutung des Bewusstseins. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie vorsichtig du an überfüllten Orten sein musst? Hallo John, ja. Man müsste aufpassen, dass niemand auf einen tritt. Genau. Es ist wichtig, sich ihrer Umgebung bewusst zu bleiben. Definitiv. Und man müsse auch auf Katzen, Hunde und Vögel in Parks achten. Das stimmt. Tiere können unberechenbar sein, insbesondere in belebten Gegenden. Rest. Es kann ein ziemliches Abenteuer sein, sich zwischen Menschen und Haustieren zurechtzufinden. Manchmal fühlt es sich an wie ein Völkerballspiel, nicht wahr? So, es kann aber auch Spaß machen, die verschiedenen Interaktionen um sie herum zu beobachten. Ja, Leute zu beobachten kann unterhaltsam sein. Es ist interessant zu sehen, wie sich alle verhalten. Ich stimme zu. Machen wir es uns zum Ziel, bald gemeinsam einen Park zu erkunden. Tolle Idee. Wir können die Natur genießen und dabei wachsam bleiben. Lektion 3: Das Wetter im April. Hallo Anna, hast du bemerkt, dass das Wetter etwas besser wird? Hi John, ja. Der April ist definitiv der regnerischste Monat, bringt aber einige erfrischende Veränderungen mit sich. Absolut. Der Regen lässt die Blumen schön blühen. Das tut es. Ich liebe es, in dieser Zeit alle Farben der Natur zu sehen. Und die Luft fühlt sich nach einem Regenschauer so frisch an. Es ist verjüngend. Haben Sie Lieblings-Outdoor-Aktivitäten für den Frühling? Ich genieße das Wandern, wenn das Wetter wärmer wird. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu schätzen. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, im Park zu picknicken, wenn die Sonne scheint. Da planen wir ein Picknick, sobald sich das Wetter stabilisiert. Lektion 4: Effektive Kommunikationsstrategien. Hallo Anna, wie können wir Ihrer Meinung nach unsere Kernbotschaften effektiv verstärken? Hallo John, ich glaube, Klarheit ist wichtig. Die Vereinfachung unserer Botschaften macht sie verständlicher. Genau, die Verwendung einer einfachen Sprache hilft dem Publikum, unsere Punkte schnell zu verstehen. Wie sieht es mit der Behebung möglicher Missverständnisse aus? Das ist eine tolle Idee. Das Antizipieren von Fragen kann dabei helfen, unsere Absichten zu klären. Ja, und auch visuelle Elemente können wirkungsvoll sein.
Sie verbessern das Verständnis und die Merkfähigkeit. Absolut. Infografiken und Diagramme können Informationen effektiv vermitteln. Ich denke auch, dass die Einbindung des Publikums durch Fragen das Interesse weckt. Definitiv. Durch die Interaktion fühlt sich die Kommunikation persönlicher und wirkungsvoller an. Lassen Sie uns über einige Strategien nachdenken, die wir in unserer nächsten Präsentation umsetzen können. Toller Plan. Ich freue mich darauf, unsere Kommunikationsfähigkeiten gemeinsam zu verbessern. Lektion 5: Einheimische Kulturen und ihre Lebensstile. Hallo Anna, wussten Sie, dass viele amerikanische Ureinwohner in der Nähe der Ostküste Nordamerikas von einer Kombination aus Landwirtschaft und Jagd leben? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie Sie beide Aktivitäten für den Lebensunterhalt in Einklang bringen. Genau. Die Landwirtschaft stellt eine stabile Nahrungsquelle dar, während die Jagd für Abwechslung in der Ernährung sorgt. Was und es verbindet Sie auch mit Ihren Traditionen und dem Land. Welche Pflanzen werden Ihrer Meinung nach angebaut? Ich kann mir vorstellen, dass Sie Mais, Bohnen und Kürbis anbauen würden, die für Ihre Kultur unerlässlich sind. Diese sind als drei Schwestern bekannt. Es ist interessant, wie sie sich gegenseitig beim Wachstum unterstützen. Da es ist ein perfektes Beispiel für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken. Was ist mit dem Jagdaspekt? Die Jagd liefert nicht nur Nahrung, sondern stärkt auch die Bindung zur Gemeinschaft bei Stammesjagden. Absolut. Es ist ein wesentlicher Teil Ihres Erbes. Lassen Sie uns irgendwann mehr über Ihre Traditionen erfahren. Lektion 6: Die Schönheit durch die Linse eines Fotografen. Hallo Anna, hast du schon einmal die Welt durch die Linse eines Fotografen gesehen? Hi John, ja, es ist inspirierend, die Schönheit auf Fotos festgehalten zu sehen. Genau. Ein erfahrener Fotograf kann gewöhnliche Szenen in außergewöhnliche Kunst verwandeln. Der Stimme zu. Die Art und Weise, wie sie mit Licht und Winkeln spielen, kann die gesamte Stimmung eines Fotos verändern. Haben Sie schon einmal selbst das Fotografieren ausprobiert? Ja, ich liebe es, die Natur einzufangen, besonders die blühenden Blumen. Was ist mit dir? Ich genieße Landschaftsfotografie. Weite Horizonte haben etwas Magisches. Definitiv. Und es ist erstaunlich, wie ein einzelnes Bild eine Geschichte erzählen kann. Ja, lasst uns gemeinsam einen Fototag planen und unsere kreativen Seiten erkunden. Lektion 7: Eine gesunde Frühstücksroutine. Hi Anna, was isst du normalerweise zum Frühstück? Hallo John, ich esse normalerweise eine Schüssel Haferflocken mit Früchten oder Joghurt und Müsli. Das klingt nahrhaft. Haferflocken sind ein toller Start in den Tag. Bitte ruf. Es hält mich satt und spendet langanhaltende Energie. Was ist mit dir? Ich mag Smoothies, besonders mit Spinat und Bananen. Sie sind erfrischend und gesund. Das ist eine tolle Wahl. Smoothies sind so vielfältig. Sie können so viele Zutaten hinzufügen. Ja, ich experimentiere gerne mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Fügen Sie Ihren Haferflocken jemals Nüsse oder Sahnen hinzu? Ich tue. Durch die Zugabe von Mandeln ohne Chiasamen wird der Nährwert noch weiter gesteigert. Tolle Idee.
Lassen Sie uns einige Rezepte teilen und versuchen, irgendwann gemeinsam zu kochen. Lektion 8: Die Untersuchungsergebnisse. Hallo Anna, ich habe kürzlich von einer in mehreren Ländern durchgeführten Umfrage zu Bildungsreformen gelesen. Hallo John, das klingt faszinierend. Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung? Die Ergebnisse zeigten, dass Länder mit einem starken Schwerpunkt auf der Lehrerausbildung erhebliche Verbesserungen bei den Schülerleistungen verzeichneten. Das ist interessant. Haben Sie angegeben, welche Trainingsmethoden am effektivsten waren? Ja, sie hoben kollaborative Lehrstrategien und kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung als Schlüsselfaktoren hervor. Ich kann mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit den Lehrern zugutekommen würde. Gab es überraschende Ergebnisse? Absolut. Einige Länder, die stark in Technologie investierten, berichteten von minimalen Gewinnen im Vergleich zu Ländern, die sich auf traditionelle Lehrmethoden konzentrierten. Das ist ziemlich unerwartet. Es scheint, dass ein Gleichgewicht notwendig ist. Hat die Untersuchung konkrete Empfehlungen ergeben? Es wurde ein maßgeschneiderter Ansatz empfohlen, der die einzigartigen kulturellen und Bildungskontexte jedes Landes berücksichtigt. Es macht Sinn. Für eine effektive Umsetzung ist die individuelle Anpassung von entscheidender Bedeutung. Wie wirkt sich dies Ihrer Meinung nach auf die künftige Politik aus? Ich glaube, dass es die politischen Entscheidungsträger dazu ermutigen wird, forschungsgestützten Strategien den Vorrang vor Einheitslösungen zu geben. Ich stimme zu, John. Es ist wichtig, dass Reformen auf Fakten und nicht auf Trends basieren. Was ist Ihrer Meinung nach der nächste Schritt für diese Länder? Sie sollten die Auswirkungen aller Änderungen überwachen und bewerten, um sicherzustellen, dass sie ihre Bildungsziele erreichen. Lektion 9: Anpassung an Veränderungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, uns schnell an Veränderungen in unserer Umgebung anzupassen. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Halten Sie sich für anpassungsfähig? Ja, ich passe mich leicht an Veränderungen an, insbesondere in meiner Arbeit. Und du? Ich denke auch, dass ich mich gut anpassen kann, auch wenn es manchmal einen Moment dauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Was hilft Ihnen bei Übergängen? Ich konzentriere mich darauf, eine positive Einstellung zu bewahren und Veränderungen als Chance für Wachstum zu betrachten. Das ist eine tolle Einstellung. Ich erinnere mich oft daran, dass Veränderungen zu neuen Möglichkeiten führen können. Genau. Sind Ihnen in letzter Zeit wesentliche Veränderungen aufgefallen? Ich habe, ich habe kürzlich den Job gewechselt und die neue Umgebung war ganz anders. Das muss herausfordernd, aber auch aufregend sein. Wie bewältigen Sie den Übergang? Ich versuche, von meinen Kollegen zu lernen und in die neue Kultur einzutauchen. Das ist ein kluger Ansatz. Der Austausch mit anderen kann den Anpassungsprozess reibungsloser gestalten. Zuruf. Ich glaube, dass der Aufbau von Beziehungen der Schlüssel dazu ist, sich in einer neuen Umgebung wohlzufühlen. Ich stimme zu. Die Unterstützung von Kollegen kann die Anpassungsfähigkeit erheblich steigern. Lektion 10: Morgenroutinen. Hallo Anna, ich wache jeden Morgen um 6 Uhr auf. Tiffy, es ist früh. Was motiviert Sie, so früh aufzustehen? Ich finde, dass das frühe Aufstehen mir einen Vorsprung in den Tag verschafft. Hast du eine Morgenroutine?
Das tue ich, aber ich wache normalerweise gegen 7 Uhr morgens auf. Ich beginne meinen Tag gerne mit einem guten Frühstück. Das ist eine tolle Angewohnheit. Gehst du auch morgens joggen? Was war? Am Wochenende jogge ich gerne, aber die Wochentage sind mir meist zu hektisch. Ich verstehe. Ich versuche, auch an anstrengenden Tagen eine kurze Joggingrunde einzubauen. Es gibt mir Energie für den kommenden Tag. Das klingt vorteilhaft. Haben Sie Veränderungen bemerkt, seit Sie regelmäßig joggen? Ja, mein Energieniveau ist gestiegen und ich fühle mich den ganzen Tag über konzentrierter. Das ist beeindruckend. Sport kann unsere Produktivität wirklich beeinflussen. Was machst du sonst noch morgens? Ich verbringe auch ein paar Minuten mit Lesen, um meinen Geist anzuregen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Das ist eine wunderbare Art, den Tag zu beginnen. Ich könnte versuchen, das in meine Routine zu integrieren. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Es gibt eine positive Stimmung für den Rest des Tages vor. Lektion 11: Historische Invasionen. Hallo Anna, ich habe über die Invasionen gelesen, die in den 800er und 900er Jahren stattfanden. Hallo John, das klingt interessant. Welche Gruppen waren hauptsächlich für diese Angriffe verantwortlich? Die Wikinger waren zu dieser Zeit besonders aktiv und überfielen zahlreiche Küstensiedlungen in ganz Europa. Das macht Sinn. Sie waren für ihre heftigen Raubzüge bekannt. Aber was ist mit der Invasion der Engländer in Irland im 12. Jahrhundert? Ja, das war auch ein bedeutendes Ereignis. Die englische Invasion markierte den Beginn einer langen Zeit des Konflikts und des kulturellen Austauschs. In der Tat. Es ist faszinierend, wie solche Invasionen die Geschichte beider Regionen geprägt haben. Gab es dauerhafte Auswirkungen dieser Invasion? Absolut. Dies führte zur Errichtung der englischen Herrschaft in Teilen Irlands, die Sprache, Kultur und Landbesitz beeinflusste. Das ist ziemlich wirkungsvoll. Wie werden diese historischen Ereignisse Ihrer Meinung nach heute gesehen? Viele Menschen betrachten sie durch die Linse des kulturellen Erbes und erkennen sowohl den daraus resultierenden Konflikt als auch die Zusammenarbeit. Das ist eine ausgewogene Perspektive. Es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen, um die gegenwärtigen Beziehungen zwischen Ländern zu verstehen. Genau. Das Verständnis der Geschichte kann Empathie und ein Gefühl der Einheit zwischen verschiedenen Kulturen fördern. Lektion 12: Wochenendpläne. Hallo Anna, hast du schon Pläne für das Wochenende gemacht? Mach nicht. Ich dachte darüber nach, morgen die örtliche Kunstausstellung zu erkunden. Das klingt entzückend. Ich habe gehört, dass dort einige unglaubliche zeitgenössische Künstler vertreten sind. Ja, ich habe auch davon gelesen. Irre. Irgendwelche Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach, mir ein neues Restaurant anzusehen, das gerade in der Stadt eröffnet hat. Das klingt verlockend. Hast du die Speisekarte schon gesehen? Ich habe. Sie bieten verschiedene Küchen an, aber ich bin besonders begeistert von ihren Fusionsgerichten. Fusionsküche kann faszinierend sein. Es macht immer Spaß, neue Geschmackskombinationen auszuprobieren. Absolut. Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Kulturen durch Essen kennenzulernen. Ich stimme voll und ganz zu. Vielleicht könnten wir unsere Pläne kombinieren. Wir könnten die Ausstellung besuchen und anschließend das Restaurant ausprobieren.
Das ist eine fantastische Idee. Es wäre ein rundum gelungener Tag voller Kunst und kulinarischer Entdeckungen. Lektion 13. Erkundung der lokalen Kultur. Guten Morgen, Anna. Ich denke, wir sollten uns zuerst die berühmten Sehenswürdigkeiten ansehen, wenn wir die Stadt besuchen. Ich stimme zu. Die Architektur und Geschichte ist immer wieder faszinierend zu erkunden. An welche Wahrzeichen denken Sie? Ich habe gehört, dass die alte Burg ein Muss ist. Seine Geschichte reicht Jahrhunderte zurück. Das klingt faszinierend. Wie sieht es mit der lokalen Küche aus? Gibt es bestimmte Gerichte, die Sie unbedingt probieren möchten? Ich freue mich darauf, den traditionellen Eintopf zu probieren. Es soll das Beste in der Region sein. Das hört sich köstlich an. Ich habe auch von Ihrem berühmten Gebäck gelesen. Ich denke, wir sollten das auch versuchen. Absolut. Desserts sind für mich immer ein Highlight. Die Erkundung lokaler Lebensmittel kann unser kulturelles Erlebnis bereichern. Definitiv. Es gibt uns einen Vorgeschmack auf den lokalen Lebensstil und die Traditionen. Wie findet man normalerweise die besten Restaurants? Ich verlasse mich oft auf Empfehlungen von Einheimischen oder schaue mir Online-Bewertungen an. Es hilft, verborgene Schätze zu entdecken. Lektion 14. Abenteuer beim Lebensmitteleinkauf. Hallo Anna, ich muss ein paar Lebensmittel abholen. Lust mitzukommen? Hallo John, das hört sich lustig an. Was müssen Sie besorgen? Ich habe eine Liste vorbereitet, hauptsächlich Obst und Gemüse sowie ein paar Snacks. Großartig. Es macht mir Spaß, frische Produkte auszusuchen. Haben Sie Favoriten? Ich liebe Avocados und Beeren. Sie sind so vielseitig. Und du? Ich mag Bananen und Spinat sehr gern. Sie machen einen tollen Smoothie. Absolut. Smoothies sind eine fantastische Möglichkeit, gesunde Zutaten zu integrieren. Apropos gesund, bevorzugen Sie Bio oder konventionelle Produkte? Ich tendiere zu Bio, wenn ich kann, aber ich denke, es ist wichtig, das zu wählen, was zu Ihrem Budget passt. Das ist ein vernünftiger Ansatz. Deins ist der Schlüssel. Probieren Sie diese Woche neue Rezepte aus. Ja, ich habe vor, eine Gemüsepfanne zu zubereiten. Es ist schnell und lecker. Das klingt entzückend. Vielleicht muss ich mir das Rezept ausleihen. Haben Sie eine spezielle Soße, die Sie verwenden? Normalerweise mache ich eine einfache Sojasaug-Knoblauchmischung. Es verleiht großartigen Geschmack. Lektion 15. Thanksgiving feiern. Guten Morgen, Anna. Die Feiertage stehen vor der Tür und ich freue mich auf das Wochenende. Hallo John, ich auch. Thanksgiving in Kanada ist so eine schöne Zeit. Wann wird es gefeiert? Es wird am zweiten Montag im Oktober gefeiert. Haben Sie besondere Traditionen? Ja, meine Familie trifft sich immer zu einem großen Abendessen und wir teilen, wofür wir dankbar sind. Das ist wunderbar. Ich liebe diesen Aspekt von Thanksgiving. Was steht normalerweise auf Ihrem Esstisch? Normalerweise gibt es Truthahn, Füllung und Kürbiskuchen. Bitte. Wir haben ein ähnliches Festhessen, aber meine Familie genießt auch Schinken als Alternative zum Truthahn. Das hört sich köstlich an.
Ich kann der Bedeutung der Familie in dieser Zeit nur zustimmen. Absolut. Es ist eine großartige Gelegenheit, wieder Kontakte zu knüpfen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Nun, ich hoffe, Sie haben dieses Erntedankfest eine wundervolle Zeit mit Ihrer Familie. Danke, Anna. Ich hoffe, Sie haben auch eine fantastische Feier. Lektion 16. Gitarre spielen lernen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, Gitarre spielen zu lernen. Hallo John, das hört sich spannend an. Haben Sie schon einmal Instrumente gespielt? Nicht wirklich, aber die Gitarre scheint herausfordernd und dennoch lohnend zu sein. Am Anfang kann es sicherlich schwierig sein, aber Übung macht den Meister. Ich habe gehört, dass es hilfreich sein kann, mit einfachen Akkorden zu beginnen. Ja, das Erlernen einiger Grundakkorde eröffnet viele Songmöglichkeiten. Das ist ermutigend. Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Ich spiele Klavier und es ist eine wunderbare Möglichkeit, mich auszudrücken. Das ist beeindruckend. Glauben Sie, dass das Erlernen der Gitarre Ihre Klavierkenntnisse ergänzen würde? Ruf. Jedes Instrument bietet eine andere Perspektive auf Musik. Das würde ich gerne erkunden. Vielleicht nehme ich bald Unterricht. Lektion 17. Morgenrituale. Guten Morgen, Anna. Ich brauche morgens meinen Kaffee, um funktionieren zu können. Hallo John, ich verstehe vollkommen. Kaffee ist für viele Menschen unverzichtbar. Haben Sie eine Lieblingszubereitung? Ich bevorzuge einen starken Espresso, um meinen Tag anzukurbeln. Und du? Ich genieße einen guten Cappuccino. Die aufgeschäumte Milch sorgt für eine tolle Note. Das klingt entzückend. Gibt es außer Kaffee noch etwas, was Sie tun, um morgens neue Energie zu tanken? Ich nehme mir gerne ein paar Minuten zum Meditieren. Es hilft mir wirklich, den Kopf frei zu bekommen und eine positive Stimmung für den Tag zu schaffen. Meditation ist eine fantastische Praxis. Ich mache oft einen kurzen Spaziergang, um die frische Luft zu genießen. Das ist eine tolle Idee. Ein Spaziergang kann erfrischend sein. Haben Sie eine Lieblingsroute? Ich liebe es, durch den nahegelegenen Park zu spazieren. Es gibt wunderschöne Bäume und eine ruhige Atmosphäre. Klingt herrlich. Ein Aufenthalt in der Natur kann definitiv Ihre Stimmung verbessern. Absolut. Ich glaube, dass der Beginn des Tages mit positiven Gewohnheiten einen großen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen. Lektion 18. Wettervorhersage. Hi Anna, hast du die Wettervorhersage gesehen? Am Nachmittag kann es zu einem Schauer kommen. Hallo John, ja, das ist mir auch aufgefallen. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Meinst du, wir sollten Regenschirme tragen? Ich denke, das ist eine kluge Idee. Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder? Glaub, ich mag es nicht, unerwartet in den Regen zu geraten. Planen Sie heute etwas im Freien zu unternehmen. Ich habe darüber nachgedacht, eine Radtour zu machen, werde es mir aber vielleicht noch einmal überlegen, wenn es regnet. Das ist verständlich. Ich hatte ähnliche Pläne für ein Picknick, aber vielleicht musste ich sie auch ändern. Vielleicht könnten wir den Termin auf einen anderen Tag verschieben, wenn das Wetter günstiger ist. Es klingt nach einem Plan. Hoffentlich scheint die Sonne bald heller.
Ja, Daumen drücken. Es ist immer schön, Outdoor-Aktivitäten zu genießen, ohne sich um das Wetter sorgen zu müssen. Lektion 19. NATO-Rausflüge. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass wir hier normalerweise schöne Wanderwege haben. Hallo John, das hört sich großartig an. Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Das ist es wirklich. Gibt es einen bestimmten Park, den Sie gerne zum Wandern besuchen? Ja, ich liebe es, in den Green Valley Park zu gehen. Die Wege sind gut gepflegt und bieten atemberaubende Ausblicke. Ich habe von diesem Park gehört. Ich sollte es mir unbedingt ansehen. Was ist dort dein Lieblingsweg? Der River Trail ist mein Favorit. Es verläuft entlang eines schönen Baches und bietet viel Schatten. Das klingt perfekt für einen heißen Tag. Gehen Sie oft mit Freunden oder alleine wandern? Normalerweise gehe ich mit Freundinnen. Es macht das Erlebnis angenehmer. Hö- Ich wandere oft alleine, hätte aber auch nichts dagegen, mich zur Abwechslung einer Gruppe anzuschließen. Es könnte Spaß machen, das Abenteuer zu teilen. Ruf. Ich würde gerne einmal gemeinsam wandern und neue Wege erkunden. Das ist eine tolle Idee. Lasst uns bald eine Wandertour planen. Lektion 20. Die Faszination der Geschichte. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Geschichte buchstäblich in deiner Hand liegt? Hallo John, das ist ein interessanter Gedanke. Beziehen Sie sich auf Artefakte oder vielleicht auf alte Münzen? Genau. Das Sammeln historischer Artefakte ist ein faszinierendes Hobby. Es verbindet uns mit der Vergangenheit. Das ist es wirklich. Stellen Sie sich vor, Sie halten etwas in der Hand, das vor Jahrhunderten von Menschen benutzt wurde. Was sammelst du? Ich sammle eher Winterpostkarten. Sie geben einen Einblick in die Art und Weise, wie Menschen lebten und kommunizierten. Das ist eine einzigartige Sammlung. Ich liebe die Idee, historische Orte aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, und die darin enthaltenen Botschaften zu lesen, kann sehr aufschlussreich sein. Es ist wie ein Fenster in ihr tägliches Leben. Ich kann es mir vorstellen. Ich besuche gerne Museen, um Artefakte zu sehen, aber das Sammeln von Klängen ist noch persönlicher. Es ist, jedes Stück erzählt eine Geschichte. Haben Sie eine historische Epoche oder ein Lieblingsereignis? Besonders fasziniert mich die Renaissance. Die Kunst und Kultur dieser Zeit ist bemerkenswert. Die Renaissance war in der Tat eine Zeit des Wandels. Es hat so viel Kreativität und Innovation entfacht. Lektion 21. Vorausplanen. Hallo Anna, meinst du, wir sollten bei der Planung unserer Reise die Unterkunft im Voraus buchen? Hallo John, ja, ich empfehle, im Voraus zu buchen, um einen guten Platz zu sichern, insbesondere in der Hochsaison. Das ist eine kluge Idee. Es kann schwierig sein, in letzter Minute gute Optionen zu finden. Ja, außerdem gibt es uns die Gewissheit, dass unser Aufenthalt arrangiert ist. Hast du irgendwelche Orte überprüft? Ich habe online ein paar Optionen gefunden, die vielversprechend aussehen. Sollten wir sie gemeinsam überprüfen? Ruf. Es wäre toll zu vergleichen und zu sehen, was in unser Boot passt. Reicht's? Ich glaube, es ist wichtig, einen Ort mit guten Bewertungen zu finden. Ja, und ich bevorzuge einen Ort in der Nähe der Sehenswürdigkeiten, die wir besuchen möchten.
Das macht Sinn. Die Nähe kann uns viel Reisezeit ersparen. Lassen Sie uns unsere Entscheidungen bald abschließen. Lektion 22. Sicherheit bei Stürmen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, bei Unwettern sicher zu sein. Hallo John, absolut. Wenn ein Hurrikan ohne Tornado vorhergesagt wird, müssen Sie sich an einem sicheren Ort aufhalten. Genau. Es ist wichtig, einen Plan zu haben. Gibt es bei Ihnen zu Hause Notfallmaßnahmen? Ja, ich habe einen Vorrat mit den wichtigsten Dingen wie Wasser, Essen und einer Taschenlampe dabei. Es ist klug, vorbereitet zu sein. Das ist ein guter Ansatz. Ich denke, es ist auch wichtig, durch Wetterwarnungen auf dem Laufenden zu bleiben. Definitiv. Es ist besser, über alle Änderungen in der Prognose informiert zu sein. Mussten Sie schon einmal Pläne wegen des Wetters absagen? Ich habe. Ich erinnere mich, dass ich einmal ein Picknick abgesagt habe, als ein Sturm vorhergesagt wurde. Es war enttäuschend, aber notwendig. Ich verstehe. Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Es ist besser, den Termin auf einen sonnigeren Tag zu verschieben. Absolut. Die Planung für das Unerwartete ist der Schlüssel. Sorgen wir dafür, dass wir sicher bleiben und unsere Aktivitäten genießen. Lektion 23. Die Kunst des Backens. Hallo Anna, ich habe einen Schokoladenkuchen mit Karamellschichten und einen Vanillebuttercreme-Zuckerguss gebacken. Hallo John, das hört sich absolut köstlich an. Wie haben Sie es geschafft, ein solches Meisterwerk zu schaffen? Es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe mich genau an ein Rezept gehalten. Die Schichttechnik kann schwierig sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Backen Sie oft gerne oder war das ein besonderer Anlass? Ich backe ziemlich oft, besonders wenn ich Freunden oder der Familie etwas Gutes tun möchte. Es ist eine großartige Möglichkeit, Freude zu teilen. Das ist wunderbar. Ich liebe Backwaren, aber ich backe nicht so viel, wie ich möchte. Was gefällt Ihnen beim Backen am besten? Ich liebe den Prozess des Mischens von Zutaten und den Duft, der die Küche erfüllt. Es ist ziemlich therapeutisch. Ich stimme voll und ganz zu. Der Duft frischer Backwaren ist unwiderstehlich. Haben Sie Tipps für einen Bäckeranfänger? Beginnen Sie mit einfachen Rezepten und haben Sie keine Angst, Fehler zu machen. Bei jedem Versuch lernt man etwas Neues. Das ist ein toller Rat. Ich muss mich demnächst einmal im Backen versuchen. Irgendwelche Empfehlungen für ein anfängerfreundliches Rezept? Ein klassischer Vanillekuchen ist ein toller Anfang. Es ist vielseitig und Sie können verschiedene Geschmacksrichtungen oder Toppings hinzufügen. Lektion 24. Eine Unterkunft finden. Guten Morgen, Anna. Wenn wir unsere Reise planen, müssen wir über die Unterkunft nachdenken. Hallo John, absolut. Die Nähe zum Stadtzentrum wäre ideal für einen einfachen Zugang zu Sehenswürdigkeiten. Ich stimme zu. Ich schlage vor, einen Blick auf das Bitford Hotel zu werfen. Ich habe Gutes darüber gehört. Das klingt vielversprechend. Welche Funktionen bietet es? Es verfügt über komfortable Zimmer, kostenfreies WLAN und ein köstliches Frühstück. Außerdem ist es günstig gelegen. Das ist fantastisch. Auch die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist für Besichtigungen wichtig. Genau. Wenn Sie in der Nähe des Stadtzentrums übernachten, ist es einfacher, die Stadt zu erkunden, ohne Zeit mit dem Pendeln zu verschwenden.